Hallo, hier ist Muho aus Osaka. Zurück zur Frage, wie unterscheide ich einen Zen-Meister von einem, der sich nur so nennt, ne? Und unter Umständen ein gefährlicher Scharlatan sein kann, der mich ausnützt und meine Willigkeit, mein Ego zermalmen zu lassen. Und ich habe gesprochen über diesen Kult in Japan, der vor 25 Jahren einen Giftanschlag in der U-Bahn in Tokio verübte. Es waren, glaube ich, 12 oder so, die dann geschnappt wurden, also alles Mitglieder dieses Kults und die dann die Todesstrafe bekommen haben, die inzwischen, ich glaube, alle nicht mehr am Leben sind. Bis auf einen, der als allererstes gestanden hatte, ne? Der hat dann lebenslänglich bekommen. Ein Arzt. Ne? Und es wurde dann immer wieder gefragt, ja, wie war das möglich? Ne? Das waren doch alles ernsthafte junge Menschen aus den besten Universitäten. Wie konnten die sich von so einem Scharlatan an der Nase herumführen lassen? Ne? Und ich glaube, in dem Jargon dieses Kults hieß das Mahamudra. Ne? Das muss ein Begriff aus dem tibetischen Buddhismus sein. Und die verstanden das so wie im Zen manchmal ein Koan. Ne? Der Meister stellt einen vor eine Aufgabe, wo man mit dualistischem Gut und Schlecht-Denken nicht weiterkommt. Man muss dazu vollkommen das Ego aufgeben, um diese Aufgabe zu erfüllen. Ne? Wenn dir der Meister sagt, zum Beispiel, du musst den hier umbringen, das ist natürlich gegen alles, was der Buddha gesagt hat, aber vielleicht tut es der Meister ja nur, um mir zu helfen, mein Ego loszulassen. Ne? Beziehungsweise die Ohm-Leute, die glaubten ja auch alle an Wiedergeburt. Jemanden umbringen bedeutet ja nicht, dass man den für immer aus der Welt befördert, sondern man beschleunigt ja nur die Wiedergeburt. Ne? Man schubst den so ein bisschen an auf der Reise von diesem Leben zum nächsten Leben. Und wenn das jemand aus dem Ohm-Kult macht, ein Praktizierender, das bedeutet ja gutes Karma für den, der da umgebracht wird. Ne? Ich weiß nicht, wie das mit der Katze war, die vom Nansen getötet wurde. Ne? Ich habe nie einen Zen-Meister darüber spekulieren hören, dass das vielleicht gut gewesen sein könnte für deren nächstes Leben, ne? Dass ein Zen-Meister die am Kragen gepackt hat und in zwei geschnitten hat. Aber das war genau die Logik der Ohm-Leute. Ne? Wir befördern die Leute ja nicht ins Jenseits, sondern wir ermöglichen denen dadurch, dass wir sie umbringen, eine bessere Wiedergeburt. Ne? In diesem Leben haben die nichts gemacht als diesen Kult oder unsere Schule, ne? Diese wahre Schule vom Buddhismus zu stören. Die haben nichts als Unfrieden gestiftet und wir helfen denen, ihr Karma zu verbessern und im nächsten Leben in einer besseren Form wiedergeboren zu werden. Ne? Ziemlich durchgeknallt, aber viele haben das tatsächlich geglaubt. Ne? Und als es dann hieß, lasst uns Giftgas freisetzen in der U-Bahn, da haben das offenbar auch viele verstanden als Mahamudra. Ne? Und okay, jetzt zum Westen. Ne? Also im Westen gibt es, glaube ich, vermutlich niemand, der so durchgeknallt wäre wie der Asahara Shoko, will ich zumindest nicht hoffen. Ne? Aber da gibt es natürlich auch immer wieder Machtmissbrauch und das typische Beispiel. Wenn du mein Schüler sein willst, dann knie dich hin und blas mir erstmal ein. Und wenn du dann sagst, nee, darauf habe ich eigentlich keine Lust, dann heißt es, du bist ja immer noch in deinem altmodischen christlichen Moralvorstellungen verfangen. Ne? Oder wenn du dem Meister sagst, ja, was du da so tust, ne? Ich sehe da Widersprüche zu
dem, was ich von anderen gehört habe oder was ich in Büchern gelesen habe, und nicht nur das. Ich habe das Gefühl, dass du dir selbst widersprichst. Das, was du uns so immer erzählst und das, was du selber tust, das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Wie kommt denn das? Und dann bekommst du zu hören, du denkst ja noch so dualistisch. Du denkst ja noch in diesen Kategorien von gut und schlecht. Lass los, ne? Lass los davon. Wenn einem das passiert, woran erkennt man, dass es Zeit ist zu gehen und dass das nicht Mahamudra ist oder ein Koan oder was auch immer, sondern dass da ein Lehrer oder Meister oder was auch immer tatsächlich seine Machtposition missbraucht? Wo ziehe ich die Grenze? Ne? Und ich habe jetzt einfach mal Probeweiser bei YouTube eine Suche gemacht nach Zen-Meistern. Ne? Und je nachdem, also YouTube weiß ja, was ihr euch so gewöhnlich anguckt. Ne? Wahrscheinlich hängt das Ergebnis dieser Suche auch von dem ab, was du dir sonst so anguckst. Ne? Aber Zen-Meister, da kommt bei mir einiges hoch, ne, was mir der YouTube vorschlägt. Ne. Da gibt es einen Zen-Meister so und so, bei dem Zen-Meister schon fast der Teil des Namens ist. Ne. Also Zen-Meister ist Teil des Kanalnamens. Ne. Der erzählt da was über die Kraft, Mitte und so weiter. Ein anderer Zen-Meister, bei dem gehört das auch zum Kanalnamen, der spricht über das Geheimnis des Zen-Buddhismus. Wieder ein anderer spricht über die Befreiung vom Denkzwang. Ne? Dann gibt es Zen-Meister, die irgendwo in einer Diskussionsrunde sitzen, beim Skobel zum Beispiel. Ne? Also alle möglichen. Worauf ich da jetzt zunächst mal gucken würde, ist, ne, von wem werden die Zen-Meister genannt? Und wenn die sich selber Zen-Meister nennen, dann wäre ich schon mal vorsichtig. Ne? Das ist so, als würde jemand sagen, ich bin der Giant Bazooka Gun oder so. Ne? Wenn du das nötig hast, dich selbst so zu nennen, oder hier der tolle Hecht Muho, ne? ist es was anderes, ob dich andere so nennen, ob die andere sagen, wow, das ist echt gut, dass ich dir begegnet bin, denn du hast mir viel gegeben, oder ob du von dir selber sozusagen dieses Versprechen machen musst, hier, ich bin ein Zen-Meister. Ne? Also es muss kein sicheres Zeichen sein, dass das ein Scharlatan ist, aber ich wäre da zum Beispiel schon mal dann ein bisschen skeptisch, ne? Wenn jemand das sozusagen schon auf der Schulter trägt, hier Zen-Meister so und so. Und jetzt einer von den Zen-Meistern, der hier mir vorgeschlagen wird, das ist einer, auf den ich aufmerksam wurde, kurz nachdem ich zum Abt von Antaiji berufen wurde. Ne? Das war 2002 und 2004 lief ja diese Dokumentation beim WDR und in verschiedenen anderen dritten Programmen, der Abt von Antaiji. Dreiviertelstunde Dokumentarfilm, und das ist auch der Dokumentarfilm, in dem ich sage, was ich erkannt habe, ist, dass alle meine Fragen an mich selbst gerichtet sind. Und meine Aufgabe als Abt ist nicht, die Antworten für andere zu geben, sondern auch die anderen zu der Erkenntnis zu führen, dass sie selbst ihre eigene Frage stellen müssen, diese Frage leben und beantworten müssen. Ne? Und das hatte offenbar ein Schüler von einem dieser selbsternannten Zen-Meister gesehen, und der schickte mir ein Buch seines Meisters mit der Empfehlung, ich solle das doch mal lesen. Denn darin würden vielleicht meine Fragen beantwortet werden. Ne?
ich habe diesen Film gesehen und du machst schon seit fast 20 Jahren Zazen und hast offenbar immer noch Fragen. Ich kann dir helfen, beziehungsweise mein Meister kann dir helfen. Schrieb er mir. Ne? Er hatte das offenbar nicht ganz verstanden, wie ich das gemeint hatte mit den Fragen, die man sich selbst stellt. Und dann habe ich da ein bisschen recherchiert und war überrascht, dass sich dieser Meister, dieser deutsche Meister, auf die Dharma-Übertragung eines ursprünglich französischen Mönches berief, der einmal in den späten 60ern und frühen 70er Jahren in Antaiji gewesen war. Ne? Er nannte den Soji Enku, was sehr japanisch klingt, ne? Aber in Antaiji ist er bekannt als François Vialet. Ne? Also in Antaiji hieß er immer Vialet, Vialet. Ne? Uchiyama nannte ihn Vialet-san. Obwohl er ordiniert hatte und da bekam er den Namen Soji Enku. Also Soji Enku ist nicht falsch. Über den findet man auch was auf Wikipedia. Ne? Da wird er Philosoph, Autor und Kenner des Zen genannt. Ne? Und wenn der noch lebende deutsche Zen-Meister ein Dharma-Nachfolger sein soll, und auch das wurde zeitweise bei Wikipedia behauptet, ne, dann müsste ja auch der Vialet Dharma-Übertragung haben. Ne? Danach wurde ich auch von verschiedenen Seiten manchmal gefragt, wie ist denn das mit diesem Soji Enku, wer ist denn das überhaupt? Und hatten der wirklich Dharma-Übertragung gehabt? Ne? Eine Frage, auf die ich morgen dann gleich nochmal kurz zurückkomme, und dann geht es weiter mit der eigentlichen Frage. Wie unterscheidet man die wahren Meister von den falschen? Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.